We're live. Watch you from everywhere. He is quick as always. Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Interview mit Greg Bryce zum Thema Alchemie der Körper und zum Specialty männliche, weibliche Energie in Köln vom 9. bis zum 11. September. I will not translate that. Das ist schon ein wundervoller Start. Oh, I could tell him that we are talking erweitert about schon. the balance of feminine and masculine energy. Mhm. Just that you know. Right. Ganz genau. Und also für mich sind Alchemiekurse ja immer Luxus für meinen Körper. So for me, alchemy classes are luxury for my body. Nur mal so. Just saying. Und wie oft sind wir Frauen unterwegs und glauben, wir müssen alles selber machen? How often are we women on a path where we think we have to do everything on our own? Und wie oft sind Männer unterwegs mit diesem Ich bin der Größte? And how often are men on a path where they say, oh, I'm the best. Yeah. So, und wenn wir jetzt in diesen Kurs gehen, männlich-weibliche Energie, And we're now going to the class and talking about feminine and masculine or female and male energies. was machen wir im Kurs? What will we do in that class? Probably laugh our asses off at ourselves. Wahrscheinlich werden wir uns total über uns selbst kaputt lachen. I mean, Das ist really, when you really look at how we are, Wenn du dir wirklich anschaust, wie wir sind, we have ladies that are struggling, that really need help. wir haben wirklich Damen, die kämpfen, die brauchen wirklich Hilfe. Ja? And when the help is offered, no, I can do it. Aber wenn Hilfe dann angeboten wird, dann sagen sie, nein, ich kann das alleine. And we have men who desperately would love to be able to hold their babies, but are too macho, just in case their friends think they're pussy and soft, to enjoy their children. Und dann haben wir aber Männer, die würden es lieben, ihre Babys zu, wir sagen, vielleicht betütteln, ja, und sie zu halten und Zeit mit ihnen zu verbringen, wirklich. Aber sie sind viel zu viel im Macho-Sein unterwegs, dass sie wirklich in der Lage wären, das zu tun, weil ein Macho macht ja sowas nicht, ne? Mhm. Absolutely crazy. I mean, when my first son was born, my oldest, Ben, when he was born, I'm in the hospital, I'm playing with him. I'm just happy as pig and shit. Wie mein erster Sohn geboren wurde, Ben, da war ich im Krankenhaus und habe mich mit ihm beschäftigt, habe mit ihm gespielt und ich war einfach nur überglücklich. And there was a lady sharing my wife's room, and her husband came in. He goes, "What are you doing?" I said, "I'm playing with my kid. Why?" Und dann war da eine Dame und die hat das beobachtet und da kam deren Ehegatte rein und hat gesagt, was machst du da? Und ich habe gesagt, na, ich spiele mit meinem Baby. Warum? And he just said, "You're being stupid." I said, "They're not babies for very long. Enjoy it while you can." Und der hat drauf gesagt, boah, du bist voll dämlich. Und ich habe gesagt, aber die sind doch nur für so eine kurze Zeit Babys. Das muss man doch genießen, solange man es kann. People are stupid. Leute sind einfach doof. Actually, you know, we get caught up in this. If you think about how much this is right through society, and it's been for many years. I mean, Greece shows it. Und ich meine, wenn ihr euch das anschaut, das zieht sich einfach durch die ganze Gesellschaft und das schon seit sehr langer Zeit. Greece? Greece, the movie. Mhm. Then the movie Greece, they get stereotyped and they have to behave in a certain way. In dem Musical Grease mit John Travolta und Olivia Newton-John, da wird das gezeigt, dass du ein Image hast,
because he's talking about that he's having an image that he has to keep, weil da die männliche Hauptrolle, der Suko, der sagt, ich habe da so ein Image und dieses Image muss ich aufrechterhalten, obwohl das bin ich eigentlich gar nicht. Although he Really is wants not. to be kind and loving. No. Möchte eigentlich liebevoll sein, aber nein, das geht nicht. Das passt ja nicht zu seinem Image als Macho und There's one part there where Danny and his friend, they come to an agreement, they're hugging, they're really happy. And they're back to being macho, you know, it's like. ja, und da ist wirklich eine Szene drinnen, da freuen sich er und sein Freund so über das, feiern sie ihre Freundschaft und fallen sich in die Arme und plötzlich springen sie auseinander. Na, das geht ja gar nicht. Man darf sich doch als Männer nicht umarmen, weil man muss ja dieses Macho-Image, dieses distanzierte, obercoole aufrechterhalten. Also wir sprechen auch über das Image, was die Gesellschaft jedem so überstülpt und wir uns überstülpen lassen. So we will also talk about the image that everybody has gotten from the society that is put over them. Yeah, and that's where did we choose to buy into? When, you know, you can still be tough and strong and still be kind and gentle. Du kannst gleichzeitig wirklich tough sein und stark sein und aber auch sanft und liebevoll. You can still be an independent woman and still be quite feminine and receive assistance. Du kannst eine unabhängige Frau sein und trotzdem gleichzeitig weiblich sein und Hilfe und Unterstützung empfangen. Nicht in der Definition, wenn wir uns über das Image der Frau als Hausfrau oder Businessfrau und dem Mann als Macho oder Lusche, was auch immer, ja, gibt es ja mehrere Varianten. Yeah, so that doesn't function when we look at the images that the man has as being super weak, or however you call it in English, or a macho. I mean, I challenge anybody to call me a pussy. Yeah, exactly. That's what you say in English about men who are too kind, right? They are pussies. And the ladies have the image of either being a housewife or a businesswoman. Yeah. Can you translate this, please? What he said and what you said in German, into German? Ich habe gerade dich übersetzt. Da war aber noch ein bisschen was dazu. Ist alles gut. Also, Claudia hat mit Greg nochmal darüber gesprochen, dass Männer auch manchmal so ein bisschen wie so eine Pussy irgendwie. Ja, das war das, was du gesagt hast, die Lusche, das ist die Pussy. Okay. Also gut. ich habe im Prinzip das nur übersetzt, aber habe das Wort gesucht. Ja, ich mag das Wort. Danke, dass du das Wort nochmal übersetzt hast. I like the word pussy. Okay? Yeah. So, und dann stellt euch mal vor, da steht so ein Riesenkerl vor euch. So just imagine that there's a super big guy standing in front of you. Und ihr guckt den an und sagt Pussy. And you look at him, look him directly in the eye and say, you're a pussy. Das wird ihn umhauen, aber Greg wird es nicht umhauen, weil er lacht darüber. That would like hit or be a smack in the face for most men, but not for you, Greg. You would just laugh. I will try that. Yeah. Also wir unterhalten uns über dieses, ich würde mal sagen, Jonglieren dieser Form von Energien für uns in unserem Leben, also für die Männer und für die Frauen. We will talk about juggling the energies in our lives for the ladies and the gentlemen. Yeah, we really lost
who we were with the advent of women's, I don't know what to call it, because it's not women's rights. That was important. The suffragettes, that was important. The what was important? The suffragettes was when they pushed for getting women's rights to vote and things like that. Ja, so es geht nicht darum, also ich versuche gerade herauszufinden, sagt Greg, wann das begonnen hat, weil es geht nicht darum, dass das negativ war, diese ganzen Frauenrechte, zum Beispiel das Wahlrecht durchzusetzen. Das war natürlich total wichtig. Und auch, dass sie arbeiten gehen dürfen, auch wenn And sie also that they are wollen. allowed to go to work. Yeah. I mean, during the war, that was encouraged and was grateful for it. And still women want to work today. Und ich meine, im Krieg war das echt so, dass das wichtig war, dass sie arbeiten gegangen sind und unterstützt wurden, dass sie arbeiten gehen. War ja sonst keiner da, die Männer waren im Krieg. Und ja. I mean, that's fantastic. And das ist auch wirklich wunderbar. but at some part, we've lost the essence of who we are. Aber irgendwo auf diesem Weg haben wir die Essenz von dem verloren, wer wir wirklich sind. I mean, I've met women who are more like men than men. Ich habe Frauen getroffen, die sind mehr männlich als Männer sind. They should be playing gridiron or rugby, well, some of them are, but yeah. Play what? Rugby. Yeah, American football. Put the the helmets first on. one was? Yeah, I know what rugby. I got the rugby, but not the first thing. Gridiron, American football. Ah, okay, also die sollten entweder Rugby oder American Football spielen, so waren die drauf. And they've lost the feminineness, they've lost their beauty, Die hatten ihre ganze Schönheit verloren, ihre ganze Weiblichkeit. They're almost resent. For me, it feels like they resent even having a vagina. Just saying. Für mich fühlt sich das fast so an, als ob sie tatsächlich ablehnen würden und im Widerstand wären, eine Vagina zu haben. And that comes again from family, from society, Und das kommt aus der Familie, aus der Gesellschaft. I can't believe how many women I've had on my table in a private session where they've said, their family quite openly said, you were supposed to be a boy. You should have been a boy. Ich kann gar nicht glauben, immer noch nicht, wie viele Frauen auf meinem Massagetisch gelegen sind und dann während einer Session gesagt haben, meine Familie hat mir tatsächlich einmal ins Gesicht gesagt oder öfter als einmal, du hättest eigentlich ein Junge werden sollen. And so these grow up their whole lives resenting being a girl. Und was dann geschieht, ist, dass sie ihr ganzes Leben lang dagegen ankämpfen, überhaupt ein Mädchen zu sein. Sie sind im Widerstand damit. Also dann sind wir auch im Widerstand mit unseren Körpern, oder? But then we are also resenting our bodies. Yeah. Ja. Und dann wundern wir uns, dass unsere Körper, ich sag mal, nehmen wir das Wort Disharmonie zeigen. And then we are surprised that our bodies show disharmonies. Und Schmerz. Yeah, pain. Und so weiter. And so on. Everything. And then what happens is we start creating disease in our bodies because of the parts that we resent. Dann was geschieht, ist einfach, dass wir Krankheiten in unserem Körper beginnen zu kreieren, weil da eben Anteile sind, gegen die wir sind. Und wenn wir diese Disharmonien kreiert haben, dann kommt das, was mir natürlich in den Alchemieprozessen in den Alchemiekursen immer ganz besonders gut gefällt. Es gibt einen wundervollen Körperprozess, mit dem wir spielen. When we have created those disharmonies, those diseases, then what I love about the alchemy classes is that we also play with bodies with an energetical body process. Yeah. Und wir da ja relativ viel schon für uns verändern können, auch an der Kommunikation mit unserem Körper. And through this body process, we can really change a lot about how we communicate with our bodies. Oh, absolutely. Yeah. Sorry. Yeah.
And I mean, I don't know how many classes I've taught. I don't know how many people I've seen come through the classes. And I still go, wow, at the end of a class or end of a session, when I see people get off the table and think, how did you do that? You've changed so much. Your face is different, your body, your walk. Ich weiß gar nicht, wie viele Kurse ich gegeben habe, wie viele Sessions ich gegeben habe und immer noch nach einer Session oder im Kurs, wenn Leute vom Tisch runtersteigen und ich sie beobachte, die Veränderung sehe, sage ich, wow, wie konntest du das nur machen, dich in dieser kurzen Zeit so zu verändern und so viel loszulassen? I mean, I just come back from St. Petersburg where we did 6 days of classes. Ich komme ja gerade von St. Petersburg zurück, wo wir 6 Tage lang Kurse gehabt haben. 30 plus private sessions. Some people came for 2 sessions. Und über 30 Einzelsitzungen. Manche Personen sind sogar zu 2 Sessions gekommen. And the changes in these people are just absolutely crazy. Und diese Veränderungen in den Leuten, die kann ich fast nur als verrückt bezeichnen. Es ist echt irre, was sie durch die Kurse und diese Sessions in dieser kurzen Zeit wirklich für sich verändern konnten. So, an example, we had one girl who came in and she had, typical Russian girl, she had the lips all enhanced and also wir hatten zum Beispiel eine russische Dame, die kam rein und sie war eine typische Russin mit aufgespritzten Lippen. pretty girl, but cold. Sehr hübsch war sie, aber sie war eiskalt. Ice cold. Her eyes were dead. Sogar ihre Augen waren total tot. It was like, why are you even here in the class? Und wirklich, da war so dieser Gedanke von, was machst du eigentlich hier in diesem Kurs, so wie du drauf bist? So we did the first class with the Alchemy of the Body class. And after that, there was a massive change. She suddenly looked feminine. Und sie war gleich beim ersten Kurs, beim Alchemie des Körperkurses. Und nach nur diesem kurzen Kurs, nach diesem Wochenende, hat sie auf einmal viel weiblicher ausgesehen. Da war eine riesige Veränderung im Gange bei ihr. Didn't have to wear makeup and suddenly looked beautiful and more feminine. Und sie hatte nicht mal irgendein Make-up oder Schminke gebraucht, um wirklich wunderschön auszusehen und viel weiblicher als vor dem Kurs. Stopped wearing flaunty clothes and still looked feminine. What's flaunty? Flaunty clothes is where everything's loose, Sie hat aufgehört, so übergroße, flatternde Gewänder und Kleider anzuziehen, die so locker am Körper hängen. Und hat immer noch total weiblich ausgesehen. She had to show you she was a woman. There was nothing left to guess at. Before class. Yeah. Afterwards, she was wearing nice clothes. Everything's covered up. Nice and appropriate, so to speak. Also davor war es also so, dass sie so weite Kleider getragen hat, wo man einfach auch gesehen hat, dass sie eine Frau ist. Und nachher war es so, dass sie hübsche Kleidung getragen hat, die einfach zwar hochgeschlossen war, aber wirklich ihren Körper betont hat. Totally different person. Sie war echt nach dem Kurs eine ganz andere Person. And had so much more ease with the body. Und sie hatte viel mehr Leichtigkeit mit ihrem Körper. So how can men profit from that class? Wir können dann also No, they are not allowed. No. Wir können dann also Männer von dem Kurs profitieren. Das war ein Scherz, ne? Ja, die sind nicht erlaubt, Männer. So Scherz. how can men profit from the class? Well, in the class, they get permission to be kind. Weil in dem Kurs bekommen die Männer einfach die Erlaubnis, liebevoll zu sein. They get to receive kind touch. Und sie werden liebevolle Berührung empfangen. And receive kindness without the other. Und zwar diese liebevolle Berührung werden sie empfangen, ohne jeglichen komischen Beigeschmack. Hmm.
and in a non-totally, they can be kind and caring and hug people without being judged as wrong or dirty. Und sie können wirklich Menschen liebevoll umarmen, ohne dafür verkehrt gemacht zu werden und ohne bewertet zu werden als schmutzig oder als ob sie irgendwas wollen würden von wem anderen. And then they know that they can do it, and it's really cool. Und das wird eine Erfahrung sein für sie, dass sie wissen, dass sie wirklich so sein können und dürfen. Also wer Lust hat, 9. So, 11. September, who feels Köln, invited? die eigene Energie mal wieder mehr in Balance zu bringen und damit auch stabiler zu machen. Just to get your own energies into balance and so that you are more stable Ja, und kraftvoller auch, aus meiner and Sicht. more powerful. Herzlich willkommen Warmly im welcome Alchemiekurs. in the alchemy class. Und wer noch eine Einzelsession haben möchte bei Greg, Who would like to have a single session with Greg? bitte seid so schlau und schreibt mir schnell. Please be so smart and write Melanie quick. Please Sind don't nicht leave mehr it till viele. Sunday night to ask for a session, because you'll miss out. Bitte wartet nicht bis Sonntagabend und sagt dann Sonntagabend, ich hätte noch gerne eine Session, weil dann kommt ihr nicht dran. Und wer sagt, ich mag nur eine Session haben, And who says, I just want a session, but don't want to join class. That's fine. herzlich willkommen Freitag oder Montag. Then you're very welcome on Friday or on Monday. Und auch dann schreibt mir, weil wir sind schon gut gebucht. Yeah, please be quick because we already have a lot of sessions booked. Ich freue mich, dass ihr bald alle nach Köln kommt. I'm looking forward that you all will come to Cologne soon. Me too. Me too. I'm Wir looking sehen forward uns. to. Ich freue mich auf alle und wer Fragen hat, bitte, schreibt mir, fragt mich, ruft mich an. Ich kann euch ganz viel erzählen über ganz viele wundervolle Alchemiekurse. If you have a question, please call me, message me, ask me, because I can tell you so many stories about beautiful alchemy classes. Yep. Viel zu viel für dieses Video, weil ihr würdet es nie bis zu Ende gucken. Way too much for this video now because you would never listen until the end. Ich freue mich, euch zu sehen. I'm looking forward to see you all. Tschüss. Bye.